Roderich Kiesewetter steht mit diesen Aussagen, mit dieser wirklich Kriegsrhetorik auch wirklich alleine. Und wenn ich höre, und das ist eine Formulierung, das nimmt Überhand. Und was heißt es denn dann, den Krieg nach Russland tragen? Und Sie merken, wie emotional ich jetzt auch werde. Sollen wir die Grenze überschreiten? Wer heißt denn eigentlich wir? Ich halte das für ein unverantwortliches Gequatsche. Hey Leute, willkommen in der Realität. Haltet euch fest, was dieser Admiral über CDU-Mann Kiesewetter sagt, sprengt jedes Talkshow-Gelaber. Das ist Klartext vom Feinsten. Auf geht's! Kai-Achim Schönbach. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, grüß Gott. Herr Schönbach, die Schlagzeilen sind beunruhigend. Es wird sich überschlagen. Ich meine, jetzt lassen wir mal das Thema der transatlantischen Möglichkeiten weg. Trump spricht mit Putin, was da rauskommt. Wir hoffen das Beste. Aber von unserer Seite, wir erleben einen Roderich Kiesewetter, der deutlich sagt, ja, wir müssen die ehemaligen Grenzen von 91 wiederherstellen. Es ist unser Krieg. Wenn dieser Krieg verloren geht gegen Russland, wir müssen Russland besiegen, dann ist Europa verloren. Das sind Aussagen, die sind in dieser Form diplomatisch so klar, dass sie keinerlei Verhandlung zulassen. Sie als ehemaliger hochrangiger Militär, wie gehen Sie mit solchen Aussagen um? Ja, in der Tat, Sie sagen es jetzt als ehemaliger. Tatsächlich kann ich es jetzt von außen vielleicht etwas einfacher beurteilen oder bewerten, als es früher der Fall war. Wir wissen aber auch beide, und auch diejenigen, die heute zuhören, und Friedrich Merz hat das mal in einem Interview klargemacht, Roderich Kiesewetter steht mit diesen Aussagen, mit dieser wirklich Kriegsrhetorik auch wirklich alleine. So viele Mitstreiter hat er nicht. Und wenn ich höre, und das ist eine Formulierung, das nimmt Überhand, es sei unser Krieg. Wir können uns ganz sachlich, fachlich zurückziehen auf den Artikel 51 der UN-Charta, in der es heißt, dass ein angegriffener Staat sehr wohl Unterstützung braucht und Unterstützung erhalten kann durch die Staatengemeinschaft. Das ist auch der Fall. Aber wenn ich dann höre, das Niederringen, es fing ja schon damit an, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russland muss besiegt werden. Russland muss auf dem Schlachtfeld besiegt werden. Was habe ich auch gehört? Russland muss gedemütigt werden. Also wenn wir eines nicht begriffen haben, und noch einmal, und da muss man immer den Klammerwert natürlich dazu nehmen, die Ukraine ist angegriffen worden von Russland, da gibt es gar nichts zu vertun, wer da ist. Dass der Konflikt und die Konfliktursachen sehr viel weiter sind und dass man Dinge auch mal versuchen muss, was einer der Gründe, weswegen ich ja jetzt als Zivilist mit Ihnen spreche, dass man die Dinge auch mal aus der Perspektive des anderen sehen muss, um zu verstehen oder Verständnis zu haben. Klammer zu. Aber es ist nicht unser Krieg. Wir unterstützen die Ukraine, wo wir das können. Und selbst wenn die Amerikaner jetzt tatsächlich, und es sieht ja so danach aus, die Amerikaner wegfallen, nein, Europa ist so stark nicht. Die Großbritannien hat keine einzige kampfkräftige Brigade. Frankreich hat ein größeres Image, als es tatsächlich Streitkräfte hat, und von uns schon mal gar nicht zu sprechen. Und einfach schlichtweg Geld oder zu produzieren für die Ukraine, wie lange soll es denn weitergehen? Und Sie haben es eingangs gesagt, Russland ist als Nuklearmacht nicht zu besiegen. Und es ist mit das schlimmste Zündeln, wenn man sich vorstellt, dass man sagt, na ja, diese roten Linien, von denen Moskau zuweilen spricht, die existieren gar nicht. Die werden wir niederringen. Und was heißt es denn dann, den Krieg nach Russland tragen? Und Sie merken, wie emotional ich jetzt auch werde. Sollen wir die Grenze überschreiten? Wer heißt denn eigentlich wir? Sollen wir deutsche Streitkräfte dahin schicken und sollen wir dann wieder in Westrussland kämpfen? Oder was stellt sich Herr Kiesewetter eigentlich vor? Er bleibt aber, und das muss man eben auch sagen, er bleibt da immer im Unklaren und im Trüben immer so ein bisschen fischen, um nicht ganz konkret nun auch festgenagelt zu werden. Ich halte das für ein unverantwortliches Gequatsche. Ja, und er geht ja sogar so weit, dass er gesagt hat, die Thematik Ministerien anzugreifen, insbesondere was das Verteidigungsministerium angeht. Das hat er wirklich in einer Sendung gesagt, also da schaudert's ein. Wenn wir uns bitte anschauen, dass ein Jahr nach dem Krieg ein Friedensvertrag unterschriftsreif war. Es ist darüber berichtet worden, der Vertrag ist offengelegt worden, liebe Zuschauer, Quelle ist die Welt.
Und seinerzeit hat Boris Johnson gesagt, nein, wir kämpfen und Biden auch. Und an dieser Stelle darf ich noch einen von mir sehr geschätzten Politiker ins Gespräch bringen, Klaus von Donani, der ehemalige erste Bürgermeister von Hamburg, ein Jurist, ein sehr belesener, intelligenter Mann. Er hat im Norddeutschen Rundfunk ein Jahr nach dem Krieg gesagt, der Krieg hätte in dieser Form niemals stattgefunden, wenn die Amerikaner sich nicht stur gezeigt hätten. Das heißt also ein Brief von Putin an Biden, wo es hieß, Herr Präsident, ich brauche diesmal keine mündliche Bekundung von den Amerikanern, sondern eine schriftliche, dass es keine EU-Osterweiterung gibt und keinen NATO-Beitritt von der Ukraine. Daraufhin hat Biden zurückgeschrieben, wir geben ihnen keinerlei Sicherheiten. Wenn Sie jetzt aus strategischer Sicht eins sehen, dieser Krieg ist ein Angriffskrieg, ja, aber die Vorbereitung des Krieges und die Warnungen, nehmen wir nur mal, Sie werden dieses Jahr 60, ich habe die Kuba-Krise erlebt, das ist die Gunst des Alters hier in dem Moment. Ich habe die Kuba-Krise erlebt, 1962 und habe es erlebt, was es bedeutet, wenn die Russen auf Kuba Raketen, in dem Sinne Atomraketen, installieren wollen. Kennedy und Khrushchev haben sich in letzter Sekunde geeinigt. Die Raketen aus der Türkei sind von den Amis abgezogen worden und. Aber sind wir nicht in einer Situation, wo man diesen Krieg dadurch auch hätte verhindern können, indem man Russland die territorialen Ansprüche nicht streitig macht und nicht weiter einkreist bis auf Georgien und die Ukraine? Also die NATO-Osterweiterung in der Tat, das ist ja letzten Endes, wird ja von vielen Seiten jetzt auch natürlich immer leicht für uns alle in der Rückschau als eine gewisse Ursünde betrachtet. Tatsächlich muss man aber auch auch ein bisschen fair sein, auch bei allen mahnenden Worten. Und wenn Sie insbesondere den Auftritt von Wladimir Putin als Präsident seinerzeit, oder ich weiß es nicht, war er Premierminister bei der Münchner Sicherheitskonferenz, ich habe ihn selbst gehört, da war das schon immer Thema. Aber es gab immer diese letzte Grenze, das war Georgien, dazu gab es dann Kämpfe dann auch, aber tatsächlich war es dann die Ukraine. Die Ukraine sollte nicht Mitglied der NATO werden. Und und so fair muss man eben auch sagen, auch in der jetzigen Rhetorik bleibt es so, dass Moskau sehr wohl sagt, wir haben kein Problem mit der wenn sie Mitglied der Europäischen Union wird. Und man darf nie vergessen, dass es auch in der Europäischen Union natürlich auch Sicherungssysteme gibt von gegenseitiger Unterstützung, auch im Kampfesfalle. Aber die NATO war immer ein definitives Jungtim. Und Sie haben diesen Brief angesprochen, diese Korrespondenz Ende 21, in dem man letzten Endes nur forderte als Kernstück nicht NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die man natürlich früher schon mal ins Spiel gebracht hatte. Es wäre ein leichtes gewesen, diesen Krieg in diesem Falle zu vermeiden. Und alle diejenigen, die sagen, das ist selbstverständlich, das war klar, das musste kommen, das sind alles die Rhetoriker, die immer dann erzählen, dass Dinge eintreten mussten, und zwar einen Tag, nachdem sie eingetreten sind und nie vorher. Ich denke schlichtweg, und damit schießt ja auch der Kreis, Sie sagten von wegen, es ist ja nicht, wie gesagt, nur Kiesewetter, aber Kiesewetter ist halt der Hauptprotagonist. Ich kannte ihn früher noch aus dem Ministerium, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, was ihn da so umtreibt. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Menschen aus der Diplomatenhochschule des russischen Außenministeriums, über virtuell natürlich. Man sieht immer wieder, wie die unterschiedlichen Perspektiven sind. Wir müssen langsam lernen. Punkt 1, dieser Krieg ist von Russland begonnen worden. Ja, der Konflikt ist viel, viel größer. Punkt 2. Punkt 3, was soll es denn jetzt werden? Jetzt sind diese Grenzlinien, die jetzt natürlich in diesem Vorschlag von Trump möglicherweise dann eingenommen werden können und als zukünftige quasi Westgrenze Russlands. Das ist natürlich für ein Land wie die Ukraine nicht akzeptabel. Das ist selbstverständlich. Das ist auch, was die Krim anbetrifft. Aber jetzt muss langsam kommen. Punkt 1, Diplomatie. Punkt 2, Realpolitik. Was heißt wir? Die Ukraine, auch mit der Unterstützung des Westens, wird eine Nuklearmacht nicht besiegen können. Und letzter Punkt, es schwingt immer nur so mit. Aber es ist insbesondere wenn ich höre, wir müssen Russland schlagen, also da muss eine Vernichtung und Demütigung, das sind Worte, die dazu führen können, die auf der anderen Seite im Zweifelsfalle auch die nukleare Komponente wieder in den Fokus rücken. Und wer das will, wer das billigend in Kauf nimmt, auch wenn das alles schlimm gelaufen ist, der spielt mit unserem Leben, mit unserer Gegenwart und mit unserer Zivilisation. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich hoffe und erwarte mir von einem zukünftigen Bundeskanzler Merz, dass er wirklich dafür sorgt, dass er seine Pferde dort im Zaum hält. Ja, Ihre Hoffnung hoffentlich wird sie nicht zerschlagen. Ich darf an dieser Stelle nochmal
einen ehemaligen Brigadegeneral Erich Fahd zitieren, der auch deutlich zum Ausdruck gebracht hat, Sie können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, denn wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, dann wird Deutschland Aufmarschgebiet werden und liegt in den zentralen Angriffspunkten von Russland. Und ob die Amerikaner dann für sich sagen, sie nehmen eine Auseinandersetzung in ihrem Land in Kauf, direkter Auseinandersetzung zwischen Russland und zwischen den Vereinigten Staaten, das sei dahingestellt. Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch ein interessantes Zitat, ein paar Worte zu erwähnen, die ein Mann gebracht hat, der jetzt da eine Veröffentlichung gebracht hat, und zwar in der Form ganz aktuell. Trumps Friedensvorschläge sind für die Ukraine bitter. Sie sind die Anerkennung bitterer Realität. Mitschuld sind die, die vom Sieg über Russland fabulierten, nie verhandelten und stattdessen Waffen lieferten. Sie haben jede Friedenslösung sabotiert und die Ukraine verheizt. Am Ende haben sie selbst verloren. Der Sieger heißt Russland, der Verlierer NATO und die Ukraine. Russland kann man militärisch nicht besiegen. Konnten die Außenpolitiker nicht schon das vorher in Erwägung ziehen und wissen, wir haben erbärmliche Politiker. Können Sie da noch was entgegensetzen? Ja, fällt mir nicht mehr viel zu ein, ja. Ja, also das ist etwas. Und liebe Zuschauer, ob das Kai-Achim Schönbach, die Familie, ob das meine Person ist, wir wollen in Ruhe und Frieden leben. Und jeder Krieg, wie er denn auch immer begonnen hat, muss mit Waffenstillstand und Friedensverhandlungen enden. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und lassen Sie uns in der Hoffnung leben, dass sich alles zum Positiven verändert. Vielen Dank. Sehr gerne, Herr Weber. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute. Endlich, endlich sagt's mal einer laut. Deutlich und mit der Autorität, die man in der deutschen Politik seit Jahren vergeblich sucht. Kai-Achim Schönbach, Vizeadmiral AD, stellt sich hin, ohne Parteibuch, ohne PR-Maschine und macht das, was längst überfällig war. Er weist Roderich Kiesewetter und die CDU in die Schranken. Was Schönbach da gesagt hat, das war kein Interview, das war eine Abrissbirne gegen die Heuchelei der CDU. Während Kiesewetter die Leute auf Krieg einschwört, als wär's ein Brettspiel, kommt da ein Mann mit echter Verantwortungserfahrung und sagt klipp und klar, Schluss mit dem Wahnsinn. Und das ist das Entscheidende. Der Mann kommt aus dem Herzen des Systems, aus der Bundeswehr, aus dem sicherheitspolitischen Kern. Und was sagt er? Dass die CDU, allen voran Kiesewetter, uns in eine gefährliche Richtung führt. Das muss man sich mal geben. Es ist ein Skandal, dass Schönbach der Einzige auf weiter Flur ist, der so deutlich spricht und gleichzeitig ein Aufatmen. Denn er zeigt, nein, wir sind nicht alle irre geworden. Es gibt noch Vernunft, es gibt noch Klartext, es gibt noch Mut. Hut ab, auch an Peter Weber, dass er solche Stimmen Raum gibt. Ohne Gelaber, ohne Schnitte, ohne Framing. So sieht echtes Interview aus. Leute, das hier ist kein Video, das man wegliken und weiter zappen sollte. Das ist ein Weckruf. Wenn ihr diesen Wahnsinn stoppen wollt, wenn ihr auch spürt, dass das, was da aus der CDU kommt, nichts mehr mit Verantwortung zu tun hat, dann teilt dieses Video, haut ein Abo rein und schreibt in die Kommentare, was ihr von Schönbachs Klartext haltet. Ich sag's, wie es ist. Dieser Admiral hat mehr politische Haltung in 5 Minuten gezeigt, als manch einer in 5 Jahren Bundestag.